Australien 1978. In einer Samstagnacht nimmt nahe eines Surfclubs eine schreckliche Tragödie ihren Lauf. Er liegt an der Barrenjoey Road. Es ist kurz nach Mitternacht, als die 18-jährige Trudie Adams die Party des Clubs verlässt. Da keine öffentlichen Busse fahren, beschließt sie, nach Hause zu trampen. Sie wird nie wieder gesehen. Auch nach 40 Jahren verfolgt dieser ungelöste Fall die Gemeinde und die Familie. Ich will keine Rache, nur wissen, was passiert ist. Zunächst fällt der Verdacht auf Trudies Ex-Freund. Selbst kürzlich meinte noch jemand, oh, der Mörder. Die Spur führt zu einem Gewaltverbrecher, der Verbindungen zur Polizei hat und über Jahre sein Unwesen treibt. Er hat Anhalterinnen mitgenommen, sie brutal vergewaltigt und mit Waffen bedroht. Es ist 40 Jahre her, dass Trudie Adams verschwand. Ihre Leiche wurde nie gefunden und der Täter nie zur Rechenschaft gezogen. Die Ungerechtigkeit ist offensichtlich. Trudie Adams verbrachte eine sorglose Jugend am Avalon Beach, bis sie verschwand. Es wurden etliche Informationen gesammelt, sowohl bei der ersten Untersuchung 1978 als auch während späterer Ermittlungen. Doch man fand nie heraus, was mit Trudie passiert ist. Der Fall zeigt schwerwiegende Probleme auf. So oft wurde Gewalt gegen Frauen nicht bestraft. Doch die Zeiten haben sich geändert. Heute will die Gesellschaft, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Ich werde das Verschwinden und den mutmaßlichen Mord an Trudie Adams erneut untersuchen. Was geschah in dieser Nacht auf der Barrenjoey Road? Ich beginne mit der Nacht, in der Trudie an Sydneys Northern Beaches verschollen ist. Ihre Geschichte hat ganz Australien bewegt. Hier wurde Trudie Samstagnacht zuletzt gesehen, auf einer Party dieses Surfclubs. Sie ging über den Parkplatz zur Barrenjoey Road. Es wurde ein hellbrauner Lieferwagen gesehen, der anhielt und Trudie wohl mitnahm. Es begann die größte Vermisstensuche, die es bis dahin in New South Wales gegeben hatte. Auch Trudies Vater ist dabei, der sich auf das Schlimmste gefasst macht. Bitte informieren Sie die Polizei. Uns läuft die Zeit davon. Trudies Leiche wurde nie gefunden, ihre Vermisstenakte nie geschlossen. Ihr Fall wurde 4-mal von der Polizei untersucht. Man hat mir den Zugang zu den Akten verwehrt, mit der Begründung, man wolle aus Rücksicht auf Trudies Familie keine Informationen herausgeben. Ich habe ihren Bruder John um ein Interview gebeten. In der Zwischenzeit wird mich ein ehemaliger Cop beraten. Gavin McKean war einer der leitenden Ermittler, die 2008 Trudies Fall neu aufgerollt haben. Freut mich. Sie haben 2 Jahre an dem Fall gearbeitet. Ja. Er ist sehr umfangreich. Ja, das ist er. Und kompliziert. Die Ermittlungen verliefen von Anfang an in 2 Richtungen. Am Ende fehlten die Beweise, um die Angelegenheit zu verfolgen. Wären Sie gern weitergekommen? Man hofft immer, zu einem Resultat zu kommen, das in einer erfolgreichen Anklage mündet. Aber dazu reichte es nicht.
Wäre es wichtig, diesen Fall noch einmal aufzurollen? Ja. Es gab Hinweise auf organisierte Kriminalität und Korruption innerhalb der Polizei, auf Informanten mit Verbindungen zum Drogenhandel. Auch die Kultur der 1970er spielte eine Rolle. Dieser mysteriöse Fall offenbart zwielichtige Aspekte, die über Trudies Verschwinden hinausreichen. Die Frage ist, wie ein 18-jähriges Mädchen im Surferparadies der Northern Beaches in einem Geflecht aus Beamtenbestechung und Vertuschung enden konnte. Was ist die Antwort? Ich wurde ein Jahrzehnt nach Trudies Verschwinden geboren und frage mich, was waren die 1970er für eine Welt? Das ist Neil Mercer. Wir haben bereits zusammengearbeitet. Er gehört zu Australiens Top-Enthüllungsjournalisten, berichtet seit Jahrzehnten über Verbrechen und Korruption. Ich habe 1981 als Kriminalreporter in Sydney begonnen, einige Jahre nach Trudie Adams Verschwinden. Weder wurde ihre Leiche gefunden, noch ein mutmaßlicher Täter. Wenn man sich in ihren Vater hineinversetzt, der noch lebt, fragt man sich, wie er über all die Jahre mit dieser Ungewissheit fertig werden konnte. Man würde ja hoffen, dass am Ende wenigstens irgendetwas herauskommt. Zuletzt wurde 2011 in Trudies Fall ermittelt, im Rahmen einer gerichtlichen Untersuchung. Man konnte zwar nicht feststellen, was Trudie zugestoßen ist, doch die Erkenntnisse der Ermittlungen sind unsere beste Quelle, um die Indizien zusammenzufügen. Wir beginnen hier mit Trudie Adams Verschwinden. Ja. Samstagnacht, 24. Juni 1978. Sie geht zur Barrenjoey Road. Ihr Freund Steve Norris sieht, wie Trudie in ein Fahrzeug steigt. Trudie hat sich kurz zuvor von dem 22-jährigen Stephen Norris getrennt. Er ist der Letzte, der sie lebend sieht. Von dort aus sieht er sie in einen Lieferwagen einsteigen. Gegenüber der Polizei sagt Norris aus, dass es sich um einen hellbraunen oder beigen Holden Panel Van handelte. Dann trennt er zu Trudies Elternhaus, wo er ihrer Mutter begegnet. Ja. Ihre Mutter macht sich Sorgen, denn das sieht Trudie gar nicht ähnlich. Trudie ist klug und zuverlässig. Sie hätte angerufen. Das Gespräch zwischen Stephen Norris und Connie Adams führt zu einem der größten Rätsel des Falls, und zwar bezüglich des Wagens, in den Trudie eingestiegen ist. Als Connie Adams ihre Tochter als vermisst meldet, berichtet sie der Polizei, Trudie sei in einen grünen VW-Transporter eingestiegen. Stephen Norris hat hingegen von einem hellbraunen Lieferwagen gesprochen. Am nächsten Tag ändert die Polizei die Beschreibung zu einem hellbraunen Holden Panel Van, Baujahr 1977. Standard. Keine Dachträger, keine Alufelgen, keine seitliche Lackierung, einfache Auspuffanlage, ein normaler 1977er Holden Panel Van. Die Verwirrung bezüglich des mutmaßlichen Täterfahrzeugs zieht sich durch die gesamten Ermittlungen, denn der grüne Transporter taucht immer wieder in Aussagen auf. Dann gerät Trudies Ex-Freund in den Fokus der Ermittler. Der erste Verdächtige war Stephen Norris, oder?
Ja, ihr Freund. Ex-Freund. Sie hatten zuvor Schluss gemacht. Ja, kurz davor. Da läuten doch bei jedem Ermittler die Alarmglocken. Vor allem, da Trudie sich von ihm getrennt hat. Ja. Er wollte keine Trennung. In diesen Fällen ist es Routine, dass die Polizei den Ehemann oder Partner überprüft. Stephen hat ein Motiv und er hat sie als letzter lebend gesehen. Kein Wunder, dass er sofort verdächtigt wird. Wir sollten unbedingt Stephen Norris ausfindig machen und mit ihm reden. 728 Treffer. Ich suche nach Stephen Norris. Vielleicht habe ich mich verwählt. Sie kennen ihn nicht? Die Suche nach Norris wird dauern. Aber es ist wichtig, dass wir ihn finden und diese Widersprüche aufklären. Die Trennung der beiden war allgemein bekannt. Es heißt, dass sie auf der Party gestritten hätten, weil Trudie sich weigerte, mit Steve zu tanzen. Der Polizei zufolge stellt sie sich mit ihrem Freund. Sie verließ die Party nach diesem Streit. Nach dem Vorfall mit ihrem Freund wollte sie nach Hause trampen, was sich als fataler Fehler erwies. Norris hat gegenüber der Polizei stets geleugnet, sich mit Trudie auf der Party gestritten zu haben. Doch die beiden sind in ihrer Beziehung häufig aneinander geraten. Eine Woche vor Trudies Verschwinden hatten sie eine so lautstarke Auseinandersetzung in Trudies Elternhaus, dass ihr Vater Norris aufforderte zu gehen. Ich möchte seine Version hören und ihre Bewegungen in der Nacht nachzeichnen. Trudie hatte sich gerade für eine Reise nach Bali impfen lassen und fühlte sich nicht wohl. Norris gab zu Protokoll, dass sie kurz nach Mitternacht ging. Es sind nur 4 Kilometer von dieser Stelle an der Barrenjoey Road zu ihrem Elternhaus in Avalon. Gegen 0:30 Uhr macht sich Trudie auf den Weg. Da keine Busse fahren, geht sie zur Barrenjoey Road, um nach Avalon zu trampen. Stephen Norris sieht Trudie vom Fenster aus. Er hat sie gewarnt, dass Trampen gefährlich ist und geht ihr besorgt nach. Er sieht sie an der Kreuzung stehen, ein beliebter Spot unter Trampern. Er ist noch weit entfernt, als er die Lichter eines ankommenden Lieferwagens sieht, der die Sicht auf Trudie verdeckt. Als der Wagen weiterfährt, ist Trudie weg. Norris wird, laut eigener Aussage, vom nächsten Wagen mitgenommen. Der Fahrer bestätigt dies später. Es sind nur 5 Minuten Fahrt von Newport nach Avalon, wo Trudie wohnt. Stephen Norris erzählt dem Fahrer nicht, wo er hin will. Er sagt kaum etwas. Das ist die Central Road, wo Trudie gewohnt hat. Norris steigt aus und läuft zu ihrem Haus. Ihre Mutter Connie ist noch wach. Sie wartet auf ihre Tochter, die noch nicht angekommen ist. Die beiden reden bei einer Zigarette, dann geht er. In keiner ihrer Aussagen bei der Polizei wird erwähnt, dass sie sich über die Marke oder Farbe des Wagens, der Trudie mitnahm, unterhalten. Stephen Norris will danach am Strand nach Trudie gesucht haben. Es ist früh am Sonntagmorgen. Stephen Norris war bei Trudies Elternhaus. Ihre Mutter wartet daheim. Er hat sich ein Fahrrad geliehen, um am Strand nach Trudie zu suchen. Laut seinem Bericht grast er eine Weile lang die Küste ab. Schließlich gibt er auf und radelt nach Hause. Erst am nächsten Tag wird ihm und Trudies Freunden klar, dass wirklich etwas passiert sein muss. Norris' Version ergibt Sinn. Aber niemand kann bezeugen, was er in den 2 Stunden nach seinem Gespräch mit Connie gemacht hat, bevor er zu Hause ankam. Ist Trudie einfach weggelaufen? Wurde sie von einem Fremden angegriffen?
Oder kannte sie gar den Täter? Der mysteriöse Fall offenbart noch eine weitere Ebene. Denn der gechillte Surfer-Lifestyle an den Northern Beaches hat damals eine dunkle Seite. (1981) enthüllt eine Untersuchungskommission, dass die Northern Beaches seit den späten 70ern zu einem Hotspot des Drogenhandels geworden sind. Das Drogengeld befeuert die Korruption in der Polizei, wie der junge Reporter Neil Mercer in diesen Jahren feststellen muss. Es ging um immer mehr Drogen und um immer mehr Geld, das im Spiel war. Es war kein Geheimnis, dass die Polizei an den Northern Beaches ein Problem mit Korruption hatte und den Drogenhandel gewähren ließ. Ja, diese wunderschöne malerische Küstengegend von Sydney hatte eine dunkle Seite. Trudie wollte nach Bali fliegen. Von dort gelangen viele Drogen nach Australien. Selbst ihre Mutter vermutet damals, dass ihr Verschwinden etwas mit Drogen zu tun haben könnte. Ich will keine Rache, nur wissen, was passiert ist. Connie Adams vermutet, dass Trudie auf ihrer Bali-Reise als Drogenkurier fungieren sollte und sich weigerte. Die Polizei hält diese Theorie für unwahrscheinlich. Wäre Trudie zuzutrauen gewesen, dass sie mit Drogen zu tun hatte? Ihr Bruder und ihr Vater suchen bis heute nach Antworten. Trudies Bruder John hat ein Interview zunächst in Erwägung gezogen, dann aber abgelehnt. Natürlich. Das war John Adams, Trudies Bruder. Was sagt er? Er möchte nicht involviert werden. Er hat schwere Zeiten durchgemacht, auch bei der letzten Untersuchung. Dieser Prozess ist für ihn und seinen Vater jedes Mal sehr schmerzhaft. Trudies Mutter ist vor langer Zeit verstorben. Wir beschließen, keine weiteren Familienmitglieder zu kontaktieren. Es ist uns sehr wichtig, bei dieser Untersuchung an die Familie zu denken, damit ihr Gerechtigkeit widerfährt, Trudies Andenken in Ehren gehalten wird und schließlich Antworten gefunden werden. Wenn es um Drogen geht, wissen die Freunde am besten Bescheid. Zwei von ihnen, Leanne Weir und Anita Starkey, sind bereit, mit uns zu sprechen. Ein tolles Foto. Das ist Trudie. Im grünen Bikini. Das ist Leanne. Ja? Das bin ich. Schönes Bild. Trudie, ich und Debbie. Klasse Outfits, die Mode der 70er. Trudie scheint immer zu lächeln. Sie strahlt richtig. Sie war so witzig. Eine tolle Freundin. Wann haben Sie erfahren, dass sie vermisst wurde? Ich habe bei einem Zeitungskiosk gejobbt. Am Montagmorgen kam meine Cousine Debbie rein und fragte, hast du Trudie gesehen? Nicht seit Freitagnachmittag. Sie meinte, man kann sie nicht finden, sie ist verschollen. Das war der Startschuss. Danach fragte jeder nach ihr, auch die Polizei. Was fühlten Sie, als Sie von Trudies Verschwinden erfuhren? Entschuldigung. Einen Moment bitte. Tut mir leid. Alles okay? Mir geht's gut. Wir verlangen viel von den Leuten, wenn wir sie bitten, sich an dieses traumatische Erlebnis zurückzuerinnern. Aber dies ist wohl die letzte Chance herauszufinden, was mit Trudie passiert ist und weshalb ihr nie Gerechtigkeit widerfahren ist. Es ist schmerzhaft, aber wir müssen Ihnen diese Fragen stellen.
Sie wollte auf Bali Urlaub machen. Es gab Gerüchte, dass sie als Drogenkurier arbeiten sollte. Haben Sie davon gehört? Nein. Davon habe ich erst im Rahmen dieser letzten großen Untersuchung gehört. Was denken Sie? Wir hatten nichts mit Drogen am Hut. Sie auch nicht? Nein. Niemals. Kommen wir zu Stephen Norris. Sie meinte, dass sie Schluss machen wollte, weil sie nicht glücklich war. Sie verstanden sich nicht. Darum drehten sich damals ihre Gedanken. Nach Trudies Verschwinden fiel der Verdacht bald auf Stephen Norris. Hätten Sie das vermutet? Nein, hätte ich nicht. Ich schon, weil ich am Tag davor mit Trudie dieses Gespräch hatte. Ich dachte, sicher haben sie gestritten, Trudie ist abgehauen, er ist ihr nach und war deshalb der Letzte, der sie gesehen hat. Ich dachte gleich, oh. Leanne, Sie sagten sofort nein. Ich dachte immer, dass Stephen nichts damit zu tun hatte. Nur meine Meinung. Warum? Ich dachte nicht, dass er so etwas tun würde oder dazu fähig wäre. Du kanntest ihn? Ja. Ich nicht. Dann kam der Gedanke auf, dass sie vielleicht ermordet wurde. Da wurde es einem bewusst. Ja, der Fall war auf allen Titelseiten. Es gab einige Kunden, die unschöne Dinge sagten wie, dummes Mädchen, warum trennt sie auch? Als wäre das ihre Schuld gewesen. Das war kaum zu ertragen. Entschuldigung. Sie hatte nicht darum gebeten. Sie wollte nur heimkommen. Sie war 18 und es fuhr kein Bus. Wer trennt, verdient es nicht, dafür umgebracht zu werden. Hätten sie nur etwas tun können. Hätten sie nur den Täter gefunden. Ja. Es ist 40 Jahre her. Jemand weiß etwas. Garantiert. Es war bewegend zu sehen, wie diese Tragödie die beiden auch nach 40 Jahren noch mitnimmt. Es zeigt, was für ein toller Mensch Trudie gewesen ist. Und sie haben strikt verneint, dass Trudie irgendwas mit Drogen zu tun hatte. Die einzige andere Person, die mit Sicherheit weiß, ob Trudie Verbindungen zu Dealern hatte, ist ihr damaliger Freund, Stephen Norris. Deshalb müssen wir ihn finden. Wir kreisen seine möglichen Aufenthaltsorte weiter ein. Und wir untersuchen eine weitere Spur, einen mysteriösen Anruf bei der Polizei, der 5 Tage nach Trudies Verschwinden einging. Ein anonymer Anruf bei der Polizei hat eine großflächige Suche nach Trudie ausgelöst. Der Anrufer sagte, er hätte Trudie getötet und ihre Leiche an der Mona Vale Road zurückgelassen. Die Polizei ist überzeugt, dass es sich nicht um einen Scherz handelt. Er hat auch Trudies Familie angerufen mit einer ähnlichen Nachricht. Damit suchte man nun nach ihrer Leiche. Wenn sie da draußen tot liegt, dann möchte ich sie begraben. Die Mona Vale Road verläuft entlang des Ku-ring-gai Chase National Park, einem 150 Quadratkilometer großen wilden Terrain. 100 Polizisten durchkämmten das Buschland an beiden Straßenseiten über eine Strecke von 15 Kilometern. Sie wurden von Rangern unterstützt, sowie von Trudies Familie, Nachbarn und Freunden. Wir hatten sie alle gern, als wäre sie unsere Tochter. Jeder aus Avalon ist dabei. So viele, mit denen sie zur Schule ging. Und die Ladenbesitzer. Haben Sie noch Hoffnung, sie zu finden? Ich hoffe, dass wir sie nicht finden. Ich hoffe, dass sie ausgebüxt ist und es ihr gut geht. Die Suche führte tief in den Nationalpark hinein.
Sie haben weite Teile dieses Areals durchkämmt, soweit es ihnen möglich war. Ja, je tiefer man in diese Wildnis hineingeht, desto mehr wird einem klar, wie viele Wasserlöcher, Flüsse und dichtes Gebüsch es hier gibt. Das war extrem schwierig. Das Ausmaß der eingehenden Informationen und des abzusuchenden Gebiets überstieg die Möglichkeiten der Polizei. Nach 6 Wochen wurde die Suche nach Trudie eingestellt. Der mysteriöse Anrufer wurde nie identifiziert. Auch scheinbar wichtige Hinweise müssen nicht immer wahr sein. Hunderte Anrufe kamen rein, die dokumentiert werden mussten. Die Details wurden per Schreibmaschine festgehalten, auf Laufzetteln. Dieser Fall zeigt, wie schwierig diese Ermittlungen für die Polizei sind. Die Polizei erhielt etliche Anrufe, weil Trudies Fall für die Medien eine schockierende Geschichte bot. Die damaligen Zeitungsartikel wurden in der Staatsbibliothek aufbewahrt. Wir hoffen, in ihnen entscheidende Informationen zu finden. Das ist der Daily Mirror von 1978. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, natürlich. Hier. Polizei fürchtet um Tramperin, 18. Trudie Adams aus Avalon. Titelzeile, die junge Tramperin. Ja. Daneben das Seite 3 Pin-Up. Das Mädchen heißt Maureen. Sagt viel über die Zeit. Ja, ein klassisches Boulevardblatt von 1978. Pin-Up und daneben die Mordgeschichte. Es ist drastisch, ein fast nacktes Pin-Up neben einem Artikel über Trudie Adams zu sehen. Sprich, Frauen sind entweder das nackte Mädchen oder das Ermordete daneben. Frauen mussten in den 70ern Klischees tolerieren, die wir heute verurteilen. Es hat sich viel geändert. 10 Tage nach Trudies Verschwinden bekommt die Geschichte in den Medien eine neue, schreckliche Dimension. Suche nach Trudie offenbart weitere Angriffe auf Frauen, darunter 2 Vergewaltigungen. Mehrere junge Frauen melden der Polizei, dass sie ebenfalls beim Trampen in dieser Gegend entführt und vergewaltigt wurden. Anatomie des Schreckens. 2 Vergewaltiger terrorisieren Mädchen an den Northern Beaches. Sie drohten ihren Opfern: Wenn du zur Polizei gehst, töten wir dich und deine Eltern. Einer der leitenden Ermittler, Detective Gary Matthews, gab an, dass sich 9 Mädchen gemeldet haben, die mit Schlägen und Drohungen gefügig gemacht wurden. 2 waren unter 16. Insgesamt meldeten sich 14 junge Frauen, die angaben, ab 1971 in dieser Gegend vergewaltigt worden zu sein. Ohne Trudies Verschwinden wären diese Frauen niemals zur Polizei gegangen. Dabei handelte es sich um extrem brutale Übergriffe auf junge Mädchen, teils unter 16 Jahren. Für mich ist es kaum begreiflich, dass sie das erst gemeldet haben, als jemand verschwunden ist. Ich finde das verstörend. Wahrscheinlich hieß es damals nur, was bist du auch als Frau nachts alleine unterwegs? Solche Dinge passieren eben Frauen auf eigenem Fuß. In gewisser Weise ist das immer noch so. Ja. Es ist schrecklich, was den Vergewaltigungsopfern widerfahren ist. Sie wurden mit vorgehaltener Waffe von 2 Männern gezwungen, in ihr Auto einzusteigen. In einigen Fällen waren die Täter maskiert, trugen Perücken, Sonnenbrillen und falsche Bärte. Haben diese beiden Vergewaltiger Trudie mitgenommen? Wenn ja, was ist passiert? Alle anderen Opfer wurden freigelassen. Wir müssen mit dem ehemaligen Ermittler Gary Matthews sprechen. Konnte er eine Verbindung zu diesen Fällen feststellen?
60 Polizisten durchsuchten das zerklüftete Terrain, in dem mehrere Mädchen beim Trampen im Laufe der letzten 8 Monate vergewaltigt wurden. Laut ihrer Angaben wurden den Mädchen Handschellen angelegt und die Augen verbunden. Dann wurden sie im Buschland vergewaltigt. Es haben sich 14 junge Frauen gemeldet. Gab es Ihrer Ansicht nach eine Verbindung zu Trudies Fall? Das war unser großer Verdacht. Aber es fehlten die Beweise, um eine Verbindung zu Trudie herzustellen. Wir hatten keine Leiche, keine wissenschaftlichen Indizien, auf die wir uns stützen konnten. Wir hatten keinerlei Informationen, was mit ihr geschehen sein könnte, nachdem sie in diesen Wagen eingestiegen ist. Diese Übergriffe waren sehr relevant, aber es gab keine stichhaltige Verbindung. Wurde Stephen Norris, Ihr Ex-Freund, gleich unter die Lupe genommen? Ja, er war der Letzte, der sie gesehen hatte. Zum einen das und sie hatten sich gestritten. Wissen Sie worüber? Nein, aber sie war so aufgebracht, dass sie rausgestürmt ist, um eine Mitfahrgelegenheit zu suchen. Er hat eine Weile nach ihr gesucht. Vielleicht hat er sie dabei getroffen. Allerdings war er bereit, sich unter Hypnose an den Wagen zurückzuerinnern. Denn es gab einige Verwirrung bezüglich der Farbe und Automarke. Ich freute mich, als er sich zu der Hypnose bereit erklärte. Ich dachte, vielleicht rutscht ihm ein Geständnis raus. Dem war nicht so. Ich muss sagen, Stephen war immer sehr glaubwürdig. Matthews hält Stephen Norris für unschuldig. Dennoch interessiert mich Ihr Streit. Ich habe mehrfach gelesen, dass es zwischen Stephen und Trudie gekracht hat. Darüber würde ich gerne mit ihm sprechen. Spreche ich mit Stephen Norris? Mein Name ist Ruby Jones. Ich bin Reporterin und arbeite an einer Dokumentation. Nach langer Suche habe ich ihn in New South Wales aufgespürt. Das wäre toll, vielen Dank. Er willigt in ein Treffen ein. Ich bin etwas nervös. Wir müssen ihm unangenehme Fragen stellen, etwa wie es war, als Hauptverdächtiger zu gelten und im Visier der Polizei zu stehen. Trudies Mutter Connie verdächtigte ihn auch. Die Polizei verdächtigt immer den Partner oder Ehemann. Wir müssen ihn auch bezüglich der Drogengerüchte fragen. Die Fragen sind persönlich. Ja, sehr persönlich. Ihr Freund sucht noch nach ihr, Stephen Norris. Sie muss ja irgendwo sein. Ich hoffe, dass wir irgendetwas finden. Wie lange suchen Sie schon? Etwas mehr als eine Woche. Sie meinten, Sie hätten noch etwas von ihr. Ja, ein Sarong. Der gehörte Trudie vor vielen Jahren. Er ist an den Seiten etwas zerfleddert, aber er gehörte ihr. Es ist das Einzige, was ich von Trudie behalten durfte. Hübsch. Connie ließ mich nicht in ihr Zimmer, um meine Sachen oder Erinnerungsstücke zu holen. Das habe ich akzeptiert. Ist alles hier drin. Wie standen Sie zueinander, als sie verschwand? Wir hatten Schluss gemacht, aber wir verstanden uns noch gut. Wir haben häufig gesprochen, auch an dem Abend im Surfclub. Es war keine fiese Trennung. Wir sind nur auseinandergegangen. Es gab Aussagen von Leuten, dass sie sich gestritten hätten. Andere Partygäste haben das verneint. Sie hätten nichts gesehen. Klar, manche haben einen Streit vermutet, aber es gab keinen. Ich habe sie zum Tanzen aufgefordert. Sie hatte keine Lust. Es gab keine Debatte. Das war alles okay. Dann ist Trudie rausgegangen, um nach Hause zu trampen.
Sicher hat das auf einige gewirkt, als würde sie wütend abziehen. Aber sie war kurz davor geimpft worden. Ich weiß noch, dass sie meinte, sie würde sich nicht ganz wohl fühlen. Ich habe zufällig aus dem Fenster geschaut und gesehen, dass sie über den Parkplatz ging. Ich wusste, dass sie trampen wollte. Ich bin ihr nachgegangen, um mit ihr zu fahren. Dann sah ich diesen Wagen, der anhielt und sie mitnahm. Ich habe diesen beigen Lieferwagen noch immer vor Augen. Plötzlich war von einem grünen Transporter die Rede. Ich habe bei der Polizei angerufen und das richtig gestellt. Vielleicht dachte Connie später, Sie hätten von einem grünen Transporter gesprochen. Keine Ahnung, wie der ins Spiel kam. Ich habe wohl kaum von einem grünen VW-Transporter gesprochen, da ich es besser wusste. Ist mir ein Rätsel. Es wurde ein früherer Streit erwähnt. Der war nicht schön. Ihr Vater bat mich zu gehen. Wir waren wohl recht laut. Vielleicht war ich etwas sauer, dass wir Schluss machten. Oder sie war's. Ich erinnere mich nur daran, dass wir hinter dem Haus standen und Edge meinte, Steve, geh jetzt besser. Ja, das war ein richtig hitziger Streit. Wurden Sie handgreiflich? Nein. Wurden Sie gleich von der Polizei vernommen? Oh ja. Ich wurde 4 oder 5 Mal befragt. Sie riefen um 2 Uhr morgens an und meinten, ich müsste reinkommen. Wieso um 2 Uhr morgens? Keine Ahnung, vielleicht um mich mürbe zu machen. Wer weiß. Ich war von einigen Beamten genervt, die mich für einen coolen Player hielten und überzeugt waren, dass ich es war. Jahrzehnte später hörte ich noch einen sagen, oh, der Mörder. Ich habe ihn angerufen und zurechtgewiesen. Sowas sagt man nicht. Stephen Norris hat bis heute ein gutes Verhältnis zu Trudies Vater. Aber ihre Mutter war argwöhnisch. Sie beharrte darauf, dass Norris ihr gegenüber von einem grünen Transporter gesprochen habe. Und erst später von einem beigen Lieferwagen. Sie vermutete auch, dass Trudies Verschwinden etwas mit Drogen zu tun hatte. Sie wusste wohl zu viel. Connie Adams vermutet, dass Trudie auf ihrer Bali-Reise als Drogenkurier fungieren sollte und sich weigerte. Die Polizei hält diese Theorie für unwahrscheinlich. Mir war klar, dass das nichts mit Drogen zu tun hatte. Jeder ist in dieser Gegend mal mit Drogen in Kontakt gekommen. Das war alles minimal. Trudie wollte Urlaub auf Bali machen. Sie hätte nie bei einem Drogendeal mitgemacht. Connie hat das Ganze hart getroffen. Trudie war ihre Tochter. 2, 3 Monate später hat John Adams zu Hause seinen Geburtstag gefeiert. Ich war eingeladen. Connie hat mich so vernichtend angesehen. Für sie war alles meine Schuld. Da musste ich durch. Es war verständlich, dass sie so dachte. Sie brauchte einen Schuldigen. Ich habe ihm geglaubt, dass seine Aufforderung zum Tanzen und Trudies Ablehnung von anderen als Streit fehlinterpretiert wurde. Zudem hat Trudies Vater Norris auch danach noch vertraut und ihn sehr gemocht, obwohl er ihn extrem wütend erlebt hatte. Stephen Norris war in seinen Augen ein guter Junge, der nicht am Verschwinden seiner Tochter schuld sein konnte. Das sagt viel. Hier geht's um Trudies Vater. Ich frage mich, wie man mit so etwas fertig wird. Sie war 18, ging eines Abends aus und kam nie zurück. Sie verschwand. Deine Tochter ist 18. Ja. Ja, die Ungewissheit. Ab und zu träume ich, dass meine Tochter wieder da ist. Dann wache ich auf und sie ist nicht da. Manche Eltern verlieren ihre Kinder durch Unfälle. Aber sie haben wenigstens einen Leichnam oder einen Gottesdienst. Ich habe nichts. Nicht einmal ihr Grab. Genau das macht diesen Fall so anders. Es gibt keinen Abschluss, keinen Tatort, nichts. Und keine Antwort darauf, was Trudie zugestoßen ist, ihrer Tochter.
3 Monate nach Trudies Verschwinden brachte eine Entdeckung in der Wildnis eine neue Spur. Der Ranger Brian Walker berichtete, nachts Lichter gesehen und Schüsse gehört zu haben. Als er später durch die Wildnis fuhr, stieß er auf etwas Schauriges. Er fährt uns zu der Stelle, um zu sehen, ob es noch Überreste gibt. Ich habe angehalten und bin über den Pfad hier reingelaufen, denn ich dachte, was ist das? Im Boden steckten eine Schaufel und eine Brechstange und das Loch war leer. Es ist noch immer da. Ein offenes Grab nach 40 Jahren. Ich hätte auch gedacht, dass es stärker versandet wäre. Dann bemerkte Walker ein Sakko, das an einem Baum hing. Wo genau hing es? Dort, wo das Klebeband ist. Hier. Was für ein Gefühl war das, dieses Sakko, die Schaufel und das Loch zu sehen? Ich hatte Angst. Dieses Loch sah wie ein Grab aus. Für wen oder was auch immer. Schien der Besitzer des Sakkos noch in dem Gebiet zu sein? Ich vermutete es. Es hatte zuvor geregnet, deshalb hatte derjenige Fußstapfen im Sand hinterlassen. Sie waren deutlich zu erkennen. Anscheinend hatte derjenige mich gehört und versteckte sich zwischen den Büschen. Und beobachtete sie. Ja, ich hätte darin enden können. Gruseliger Gedanke. Ja, nicht wahr? Ich wurde nervös und habe mich aus dem Staub gemacht. Danke Ihnen. Haben die beiden Vergewaltiger dieses Grab ausgehoben? Wenn ja, für wen war es bestimmt? Alle Opfer waren zwischen 16 und 18 Jahre alt. Sie wurden nachts mitgenommen, meist in der Gegend von Newport, meist beim Trampen. Die Übergriffe waren besonders grausam. Scheinbar handelt es sich um dieselben Täter. Sie haben die Mädchen in dieses Gebiet gebracht. Eines hat den Ort der Vergewaltigung genau beschrieben. Es scheint sich um dieses Areal zu handeln, das wir nun absuchen. Das mysteriöse Grab lag auffallend nah am Ort der Vergewaltigungen. Und beide Stellen nur wenige Kilometer entfernt vom Wohnort eines notorischen Verbrechers und Sexualstraftäters namens Neville Tween. Tween hatte eine Haftstrafe wegen einer brutalen Sexualstraftat verbüßt, die er unweit vom mysteriösen Grab im Buschland begangen hatte. Er besaß einen hellen Holden Panel Van. Mehrere Vergewaltigungsopfer identifizierten Tween und seinen Partner anhand von Polizeifotos. Es waren immer 2 Männer? In jedem Fall. Verschiedene Wagen? Ja. Mit diesen Informationen wurde die Suche nach der verschollenen 18-jährigen Trudie Adams fortgesetzt. Man entdeckte eine Decke, eine Matratze, einen Geldbeutel, ein gestohlenes Auto sowie Kleidung, die jedoch nicht von der Vermissten stammt. Angesichts der zwingenden Indizien wurde Tween zum Hauptverdächtigen im Falle der Vergewaltigungen sowie Trudies Verschwinden. Doch als man ihn verhören wollte, stellte die Polizei fest, dass ihr die Hände gebunden waren. Uns wurde zugetragen, dass eine Gewalttat begangen wurde und er dafür verantwortlich sein könnte. Konnten Sie ihn befragen? Nein, nie. Wir wurden informiert, dass sein Anwalt uns jegliche Art von Gespräch mit ihm untersagt hatte. Woher wusste Tweens Anwalt, dass sein Mandant verdächtigt wurde? Gab ihm ein korrupter Beamter einen Tipp? Der Anwalt dementierte, diese Anweisung gegeben zu haben. Gary Matthews konnte die Untersuchung nicht fortführen. Als Mordermittler waren Vergewaltigungen nicht sein Gebiet. Als die Suchaktion beendet war, musste er den Fall abgeben.
Eine 18-Jährige ist verschwunden, vermutlich ermordet. Die Ermittler haben einen Verdächtigen, der ähnlich grausame Verbrechen begangen hat. Aber sie bekommen nicht die nötigen Mittel und die Zeit, um die Spur zu untersuchen. Ja, selbst wenn man Trudies Mörder nicht finden konnte, hätte man weiter für diese Frauen ermitteln sollen. Einer der Ermittler, der dabei war, als der ungeklärte Fall nochmal aufgerollt wurde, sagte offen, dass diese Hauptverdächtigen hätten angeklagt werden müssen. Er fragte sich, warum das nie geschah. Wieso wurden Neville Tween und sein mutmaßlicher Komplize nie eingehend überprüft? Diese Frage ist eines der größten Rätsel dieses Falls. Die Berichte über die 14 Vergewaltigungen sind schockierend. Sie wurden alle nach einem Schema durchgeführt. Die beiden Täter sind immer wieder auf dieselbe Weise nach demselben Muster vorgegangen, wie bei einem gemeinsamen Ritual. Ich fahre zu der Stelle, an der die Polizei eine Matratze fand, die den Beschreibungen der Opfer entsprach. Alle Frauen wurden nachts angegriffen, an der Barrenjoey Road oder an den nahegelegenen Stränden. Die Angreifer waren zu zweit. Oft trugen sie Perücken oder falsche Bärte. Sie zwangen die Frauen mit vorgehaltener Waffe einzusteigen. Dann legten sie ihnen Handschellen und Augenbinden an. Sie fuhren die Frauen ins nahegelegene Buschland und bogen von der Hauptstraße ab. Wenn man diese holprigen Feldwege entlang fährt, sieht man bald weder Häuser noch Straßenlaternen. Hier gibt es nichts. Plötzlich ist man in der absoluten Isolation. Einige Frauen berichteten, dass sie Starkstromleitungen gehört hätten. Ich höre die Stromleitungen. Dieses Summen. Schrecklich. Das eigene Zuhause war für viele so nah. Die Angreifer sind sehr berechnend vorgegangen. Genau vor diesem Albtraumerlebnis wirst du als Mädchen immer gewarnt, dass plötzlich fremde Männer vor dir auftauchen, dich entführen und vergewaltigen. Das ist deine größte Angst. Die Frauen wurden mit vorgehaltener Waffe aus dem Auto gezerrt und zu einer Matratze geführt. Es wirkt fast wie ein krankes Spiel. Wie ein Sport. Sie sind in Avalon und Newport herumgefahren und haben nach Beute Ausschau gehalten. Die Vergewaltigungen folgten einem ähnlichen Muster. Die Opfer sollten sich ausziehen. Weigerten sie sich, wurde die Waffe abgefeuert. Die jungen Frauen wurden mehrfach vergewaltigt. Mitunter haben die Männer Polaroid-Fotos gemacht. Was hier passiert ist, war so unglaublich brutal und berechnend. Den Tätern war völlig egal, was sie anderen damit antaten.
Doch damit war es noch nicht vorbei. Die Männer hatten die Geldbeutel der Mädchen und damit ihre Adressen. So konnten sie ihnen drohen und das funktionierte. Auf diese Weise sind sie davongekommen. Bis heute. Anschließend wurden die Frauen in der Nähe ihres Zuhauses freigelassen, mit der Warnung, dass man sie töten würde, sollten sie jemandem davon erzählen. Neville Tween und seine mutmaßlichen Komplizen hätten bezüglich dieser Vergewaltigungen verhört und angeklagt werden sollen. Es ist schwer festzustellen, ob Trudie Adams von denselben Tätern verschleppt, vergewaltigt und in ihrem Fall umgebracht wurde. Ich will mehr über Neville Tween herausfinden und weshalb er nicht besser überprüft wurde. Vielleicht wurde etwas übersehen. Ein Hinweis darauf, wer Trudie Adams umgebracht hat. Sechs Monate nach Trudies Verschwinden sollte eine neue Wendung den Fall auf den Kopf stellen. Der Fall sollte bald gelöst sein. Wir haben zuverlässige Informationen. Das ist der größte Durchbruch im Fall Trudie Adams. Mehrmals wurden junge Männer aus dem Umkreis von Sydney gehört, wie sie prahlten, Trudie Adams umgebracht zu haben. Einer von ihnen besaß einen grünen VW-Transporter. Die Polizei geht nun von einem grünen VW-Transporter aus, in dem sich mehrere Männer befanden. Plötzlich schien es zwei Gruppen von Verdächtigen zu geben, die sich in der Nacht von Trudie Adams Verschwinden auf der Barrenjoey Road herumtrieben.